Hallo, Servus und willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade Shop. Ich bin der Max und ich habe heute mal wieder ein Pomade-Review für euch. Ihr habt es erkannt, es geht um Uppercut und zwar geht es um die Uppercut Deluxe Water-Based. Quasi das Flaggschiff von Uppercut. Haben wir schon mal ein Review dazu gemacht? Ich habe noch keins gemacht. As time goes by, wir wiederholen einfach manche Geschichten mal und, sage ich mal, zeigen auch so, wie sich im Laufe der Zeit unsere Meinung dazu geändert hat eventuell und auch das Stylingverhalten eventuell. Und genau deshalb gehe ich jetzt hier ran an die Uppercut Deluxe. Das ist eine Heavy Hold Water Based, also eine wasserbasierte Gelpomade mit richtig festem Halt. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Das ist dann fast so Kategorie Sturzhelm, die ihr am Ende aufhabt. Will auch gar nicht weiter groß drum rumreden. Ich fange an. Mütze kommt runter. So, meine Haare sind frisch gewaschen. Ihr seht, eigentlich fallen die bei mir mehr oder weniger zu einem sexy Mittelscheitel und ein bisschen nach vorne. Deshalb ziehe ich sie jetzt schon mal ein bisschen nach hinten, um dann anzufangen. Sie sind noch ganz leicht feucht, an sich frei vom Produkt. Finde ich grundsätzlich wichtig bei wasserbasierten Pomaden, besonders bei welchen mit festem Halt, wenn ihr kein kerzengerades Haar habt und nicht super viel Haare, dann könnt ihr die ganz auch im Trockenen anwenden. Aber sobald ihr, sagen wir mal, ein bisschen welliges Haar schon oder leicht störrisches Haar habt und vor allem viele Haare, feuchtet euch die Haare leicht an, denn sonst ist das Einarbeiten der Pomade ein richtiger Kampf. Es wird in Ziepen, Zerren enden und auch das Styling macht am Ende überhaupt keinen Spaß mehr. Deshalb, genau, dieser Tipp von mir. Ich fange mal an. Also, ich freue mich sehr, denn es ist eine niegelnagelneue Dose. Wir haben eine schön, ich möchte sagen, also so in der Dose sieht es ein bisschen Cola-Farben aus. Duftet aber nicht nach Cola, sondern wir haben eine Mischung aus Kokos und Karamell. Also es geht eher ins Süßliche rein, aber ich finde es nicht zu penetrant, nicht zu süß, nicht so Zuckerwatte-like, sondern ich würde sagen natürliche Süße, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt gehen wir mal ran. Die geht butterweich raus. Ich zeige es euch jetzt auch. Ich glaube, jetzt erkennt man besser, dass es dann doch eher eine leicht rötliche Farbe hat. Beim Verreiben merke ich gleich, die zieht, ich komme mal ganz nah hin, schon ganz leicht Fäden. Also da merkt ihr, da ist dann schon mal ein bisschen was dahinter. Breakdown ist super entspannt, also ganz einfach das Verreiben in den Händen. Ich merke jetzt schon eine leichte Klebrigkeit, sprich, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, das ist gut. Grundsätzlich ist es nicht so kompliziert, wasserbasierte Pomade in die Haare einzuarbeiten. Da ist dann wieder nur das Ding, je fester sie ist, umso schneller zieht sie in der Regel in den Haaren an. Das ist einfach so bei den Produkten, sollen sie ja an sich auch machen. Deshalb ist da entweder, wie gesagt, feuchte Haare recht praktisch oder wenn ihr den Kamm, mit dem ihr dann arbeiten wollt, wenn ihr den leicht anfeuchtet oder die Finger dann einfach, dann funktioniert das Ganze besser. Also ihr seht, ich habe es mir jetzt mal ganz locker reingeschmiert. Könnte für einen lockeren Slickback so mit bisschen Fingerstyles schon reichen, wenn ihr einfachere Haare habt. Ich weiß ganz genau, dass es mir nachher hier dann wieder den Split geben wird und sie werden auffallen. Das heißt, selbst für den lockeren Slickback müsste ich schon mehr arbeiten. Ich muss jetzt nämlich auch noch ein bisschen mehr Produkt nehmen, habe ich gemerkt, weil eben noch nicht überall ausreichend Pomade ist. Das heißt, jetzt nochmal ran und ich muss mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen sputen, weil sonst kriege ich nämlich gar nichts mehr hin mit dem Styling. Aber an sich ist es super entspannt. Der Duft ist angenehm wahrnehmbar. Ich glaube aber nicht zu penetrant. Philipp schüttelt auch den Kopf, also eine sehr entspannte Geschichte. Ich fange jetzt ganz bewusst erstmal mit einem sehr groben Kamm an, um durchzugehen. Merke auch jetzt schon, da ist Widerstand da. Da ist definitiv Widerstand da, aber es geht schon noch ganz gut. Und ihr merkt es, ihr seht es vielleicht auch, so den Slickback würde ich jetzt auch gut hinbekommen. Das würde auch echt gut funktionieren. Könnte man jetzt auch schon lassen. Jetzt möchte ich aber mal noch so ein bisschen, sagen wir mal, Richtung Tolle gehen. Nehme deshalb dafür Griffkamm mit vor allem langen Zinken. Das ist mir persönlich, hilft es sehr. Dann kann ich nämlich reingehen und viele Haare auf einmal greifen und ziehe die mir jetzt einfach hoch. Ihr seht, die Haare stehen jetzt quasi. Aber ich gehe in einer Bewegung, gehe ich rüber und dann ein bisschen, genau, dann kann ich hier die Haare so nach vorne schieben. Und dann kriegen wir, und ich merke es halt,
die zieht jetzt wirklich an. Also die ist im Grunde schon fest. Ganz bisschen was geht noch. Wie gesagt, feuchter Kamm, feuchte Finger helfen da auf jeden Fall. Aber im Grunde, so jetzt habe ich mir eigentlich nur noch mal ein ganz bisschen Volumen, ihr seht das vielleicht von der Seite, bisschen Volumen, eine leichte Tolle reingebaut, ist eigentlich auch schon fertig. Es ist ein Produkt, das ist super leicht anzuwenden. Also das muss man sagen. Wenn man sich mal darauf eingestellt hat, wie schnell die anzieht in den Haaren, wie fest die wird, vor allem wie schnell sie fest wird, dann ist es ein richtig, richtig leicht anzuwendendes Produkt. Es ist ich möchte sagen, es ist eine ganz klassische wasserbasierte Gelpomade. Also das Rad wurde nicht neu erfunden, aber sie macht Spaß in der Anwendung, finde ich. Ich finde sie sehr, sehr angenehm. Den Duft, den mag ich tatsächlich auch. Es ist mal eine nette Abwechslung, gerade wenn ihr ganz viel ölbasiert schmiert. Und ihr merkt, eure Haare werden dann doch irgendwann sehr, sehr schwer und die Kopfhaut ist dann doch irgendwann nicht vollgepackt, sage ich mal. Aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich damit meine. Irgendwann ist vielleicht ein bisschen viel und ihr habt das Gefühl, euer Kopf möchte atmen. Packt euch ein bisschen was von der wasserbasierten. Meine Empfehlung ist die Uppercut Deluxe Water Based. Ein bisschen was rein. Ihr könnt euch damit super spielen. Ihr habt es gesehen, das war jetzt total simpel. Das Styling bei mir. Ich bin eigentlich auch ziemlich zufrieden. Das wird jetzt auch sehr gut halten. Das wird noch mehr anziehen. Der Glanz, der jetzt schon gar nicht so sehr vorhanden ist, wird auch noch weniger werden. Also ich würde sagen, ihr habt am Ende maximal einen natürlichen Glanz. Wenn ihr vorher mit einem Haaröl zum Beispiel gearbeitet habt oder einem ölhaltigen Tonic, dann natürlich habt ihr einen Ticken mehr Glanz, weil das Öl einfach konserviert wird in den Haaren. Aber grundsätzlich über mehr als natürlichen Glanz geht das Ganze nicht raus. Aber es ist halt super entspannt. Auswaschen ist natürlich auch ein Kinderspiel. Eigentlich reicht nur Wasser. Wenn ihr sicher gehen wollt, nehmt ihr einen ganz kleinen Klecks Shampoo und dann ist wirklich alles raus aus den Haaren. Genau, das war eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Für Fans von wasserbasierten Pomaden, denen muss ich es wahrscheinlich nicht sagen, die haben sie schon längst daheim. Alle anderen, ich persönlich mag sie eigentlich schon ganz gerne, ist mal eine echt nette Abwechslung. Und gerade, was ich zugeben muss, das Styling geht da bei mir zum Teil schon einen Ticken fixer. Also es geht ein bisschen schneller, wenn es mal verschlafen oder was weiß ich, was vorgekommen ist, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Ganz bisschen was in die Haare, zack, zack, fertig. Und es schaut echt gut aus. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich mag die echt gerne und kann sie euch nur empfehlen. Genug der warmen Worte. Unsere Kontaktdaten, falls ihr Fragen habt oder Beratung braucht, alles Mögliche findet ihr in der Infobox. Grundsätzlich eure Meinung zu Uppercut könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr so da als Favorite-Produkt habt. Und dann bleibt mir letztlich auch gar nichts anderes zu sagen als Danke fürs Einschalten und ciao, servus, euer Max.